Moin Leute, ich komme jetzt dazu, endlich mal das Video zu dem Zwischenrahmen zu drehen, beziehungsweise auch dazu, den Zwischenrahmen fertig zu machen. Es ist in der letzten Zeit ziemlich viel passiert bei uns. Einige haben schon mitgekriegt. Auf jeden Fall, ich sage so wie es ist, wir haben uns getrennt. Wir haben uns schlichtweg auseinandergelebt, beziehungsweise die Zukunft oder die Vorstellungen der Zukunft, die sind in absolut verschiedene Richtungen gegangen. Ist schade, aber das Team Rolling Chrome wird es so nicht mehr geben. Nichtsdestotrotz, das Projekt an sich, das wird weitergehen. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um darüber mir im Klaren zu werden, was ich im Nachhinein jetzt machen werde, machen will und so weiter. Aber ich habe mich dazu entschlossen, weiterzumachen, alleine, und deswegen das neue Video. Los geht's! Eine der wichtigsten Fragen natürlich ist, wofür braucht man so einen Zwischenrahmen? Und da werde ich gleich mal ein Bild einblenden, damit man das ein bisschen sich vorstellen kann, wie der eigentliche Rahmen von einem LKW sich verwinden kann. Es entstehen unwahrscheinlich große Kräfte bei der Verwindung im Gelände, wenn man jetzt Offroad fährt. Und diese Kräfte, die dürfen niemals in den Koffer eingeleitet werden. Also jeder normale Koffer bei solchen Verwindungen vom eigentlichen Rahmen, der würde schlichtweg auseinanderreißen. Insofern baut man einen Zwischenrahmen, der halt entkoppelt ist von dem eigentlichen Rahmen. Also ich habe das so geplant, dass er hinten fest gelagert wird und vorne halt federgelagert. Da werden jetzt einige sagen, 4-Punkt-Lagerung ist besser, die nächsten werden sagen, 3-Punkt-Lagerung ist besser. Ich habe mich für Federlagerung bewusst entschieden. Es gibt bei jeder Art der Lagerung Vor- und Nachteile. Was für mich entscheidend war, erstens weiß ich, dass solche Rahmen also mit dieser Bauweise funktionieren. Zweite Geschichte, die Bauhöhe war echt ein sehr wichtiger Aspekt, der dazu beigetragen hat, auf Federlagerung zu gehen, weil von der Bauhöhe bin ich halt wesentlich tiefer wie bei einer Lagerung, die mit Wippen bestückt ist, sprich 4- oder 3-Punkt-Lagerung. Deswegen Federlagerung, und ich bin sehr voller Zuversicht, dass ich das nie bereuen werde, diese Entscheidung, weil das ist schon ein bisschen aufwendig, so einen Rahmen zu bauen. Mit entsprechenden Maschinen natürlich geht das leichter, um einiges leichter, aber trotzdem zeitintensiv ist das schon. Ja, die beiden Längsträger, die sind fertig. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Rundrohr, welches in die Längsträger eingesetzt wird und verschweißt wird. Da brauchen wir 6 Stück von. Los geht's.
es geht weiter. Ich habe heute auch schon ein bisschen was geschafft. Aber schaut man selbst. Da sind die ungefähren Dimensionen von dem Zwischenrahmen. Die Rohre werden hier in den Bereich noch durchgelassen, beidseitig verschweißt. Und in der Mitte wird noch ein Kreuz reingeschweißt aus Vierkantprofilen. Hier liegt schon das lange Teil. Es kommen noch zwei kurze. Und da sind ganz klare Vorteile, wenn man mit einer Bandsäge das bearbeitet. Also das Zeug, das passt einfach phänomenal. Also ich bin echt begeistert. Weiter geht's. Hier liegt der zweite Träger. Jetzt werden die Öffnungen sauber gemacht. Und zwar diese Schlacke hier, die muss weg, ansonsten kann man das nicht vernünftig verschweißen. Und das mache ich hier mit so einem Luftheuler mit Schmiegelaufsatz. Dann machen wir das mal eben. Ja Leute, wie man sieht, nach einigen Stunden Arbeit ist das Mittelteil fertig. Warum das Mittelteil? Ich weiß, einige lassen den Rahmen so, machen den Koffer halt hier an den Seiten dran. Hier kommt dann Befestigung, recht stabile Platte, Bodenplatte vom Koffer. Dann wird der Koffer halt nur mittig fixiert. Ich mache das ein bisschen anders. Hier kommen noch Querausleger dran. Da ich aber nicht genau wusste, an welchen Stellen ich die dran schweißen muss, um dieselben Ausleger auch als Halter für die Staukästen zu nutzen, musste halt das Mittelstück erstmal fertiggestellt werden,
auf den LKW montiert werden. Das ist noch nicht passiert, aber das wird jetzt die Tage noch kommen, dass hinten das Festlager dran kommt. Und dann kann ich halt auf Millimeter genau ausmessen, wo die U-Profile quasi dann dran kommen. Auch das Eingangspodest, das wird jetzt schon mit eingeplant, beziehungsweise die Befestigung dafür, die wird jetzt schon an dem Rahmen fixiert, verschweißt, damit der demnächst zum Verzinken gehen kann. Dann kommen halt die Schwalben für die Federlagerung. Das muss ich ausmessen. Geplant sind 5 Federn pro Seite. Die Schwalben schweiße ich gerade, beziehungsweise machen wir zusammen mit einem Kumpel. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.